Ich grüße euch zu unserem heutigen Live hier bei Facebook. Und zwar geht es um die Frage, die uns sehr, sehr häufig gestellt wird: Wie lang darf meine Podcast-Folge denn wirklich sein? Heute Morgen hatten wir noch ein Akquisegespräch, wo genau diese Frage dann auch gestellt worden ist. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wenn ihr Fragen darüber habt, dazu Hi Ruben, schön dich zu sehen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Ideen zu dem Thema, dann schreibt das gerne unten in den Chat rein. Dann kann ich das direkt hier auch adressieren und sehen und dazu die einzelnen Fragen beantworten, die ihr habt. Ja, gehen wir mal ins Thema rein. Gibt es eine pauschale Antwort zu diesem Thema? Nein, gibt es nicht. Da muss ich euch erstmal direkt enttäuschen, wenn ihr dementsprechend wissen wollt, was so die ideale Länge ist. Denn es gibt Shows, die sind sehr erfolgreich, dass sie die täglich 5 Minuten ausgestrahlt werden. Es gibt Shows, die sind sehr erfolgreich, die wöchentlich oder alle 2 Wochen oder einmal im Monat über 3 Stunden ausgestrahlt werden. Also quasi, dass eine Episode 3 Stunden lang ist. Die Frage ist, wie finde ich denn heraus, was denn jetzt eigentlich die richtige Länge für mich, für meine Show und für meine Marke ist in dem Fall. Und darüber möchte ich heute mal so ein bisschen quatschen und euch dementsprechend mal so ein paar Ideen mitgeben, wie ihr das für euch herausfinden könnt. Denn es gibt ein paar Wege dazu. Zum einen, ihr könntet natürlich eure Zielgruppe befragen. Da sind wir wieder bei meinem allergrößten Lieblingsthema, was das Thema Marken, Sichtbarkeit anbetrifft oder Vermarktung, Imagegewinn von Marken. Ihr müsst wissen, mit wem ihr redet und wer eure Zielgruppe ist, die ihr adressiert. Denn wenn ihr euch dessen nicht bewusst seid, dann könnt ihr am Ende des Tages überhaupt nicht wissen, welche Themen diese Person interessieren. Das heißt, wenn ihr eine Fanbase habt, nehmen wir mal Social Media beispielsweise, oder habt einen Newsletter, und bevor ihr anfangt, einen Contentplan aufzuschreiben, bevor ihr anfangt, Technik zu kaufen, bevor ihr also anfangt, irgendeinen Podcast zu beginnen, zu starten, zu launchen vor allen Dingen auch, dann setzt euch bitte mal mit eurer Zielgruppe auseinander. Befragt die Menschen, eure Kunden oder beziehungsweise den Part eurer Kundschaft, eurer bestehenden Fans, die ihr als Podcast-Hörer identifiziert habt oder als potenzielle zukünftige Podcast-Hörer, damit ihr, sucht die auf und fragt die, was ist denn euer Medienverhalten? Bedeutet, welche Videos guckt ihr euch an, beziehungsweise auf welchen Medien seid ihr unterwegs? Dann könnt ihr zum einen auch feststellen, ist eure Fangemeinde überhaupt beispielsweise auf Facebook, wir sind ja beim Facebook Live, deswegen, ich bin ein bisschen gestresst heute, es tut mir leid, von daher nicht ganz so dabei, aber ich kriege das gleich wieder hin, das gibt mir nochmal eine Sekunde. Ihr könnt bei dieser Frage nämlich herausfinden, ob ihr überhaupt eine Fangemeinde habt, die Podcast-Hörer sind, die Podcast-affin sind. Wir haben zwar eine steigende Anzahl von Hörern im deutschen Markt, allerdings sind wir noch lange nicht flächendeckend so weit, dass wirklich jeder Deutsche aktiver Podcast-Hörer ist. Von daher ist dann so die zentrale Frage, ist die Fanbase, ist die Kundenbase, die ihr habt, sowieso schon mit dem Medium vertraut oder noch nicht? So, dann gehen wir die nächste Stufe hoch, wenn wir also sagen, wir adressieren beispielsweise sowieso schon Podcast-affine Menschen. Dann ist die Frage, die Antwort, die sich aus dieser Frage ergibt, welche Medien konsumiert ihr, halt auch ein Richtungsweiser. Das heißt, ihr bekommt dadurch mit, was für eine Art von Shows hören die Leute. Thematisch und von der Länge her. Das heißt, wenn ihr euch Gemischtes Hack nennen oder einen Zeit-Podcast oder GZSZ-Podcast meinetwegen, ja, was dann ein Showformat passend zu einer Fernsehserie ist, dann könnt ihr da reingehen, euch die Sachen anhören und erstmal analysieren, was für Themen sind das, was für Genres sind das, die da bedient werden. Und vor allen Dingen auch, wenn wir mal so zentral bei der Frage bleiben wollen, wie lange darf ein Podcast sein, dass ich dann natürlich mir dann auch die optimal oder die durchschnittlichen Länge dieser einzelnen Folgen angucke. Wichtig ist es deswegen, weil Menschen, also Podcast-Hörer an sich werden ja als die loyalen Hörer bezeichnet, beziehungsweise als somit die loyalsten Medienkonsumenten überhaupt. Viel loyaler als das auf allen anderen Medienplattformen, Radio, Fernsehen oder ähnliches der Fall ist. Einfach weil wir uns als Podcast-Hörer auch so ein bisschen an Shows binden und uns identifizieren mit den Hosts, sprich den Sprechern, Schrägstrich Moderatoren der Shows, weil wir einfach auch eine Art von Beziehung mit diesen Personen aufbauen.
auch mit ihren Geschichten. Und da steckt auch so ein bisschen der nächste Knackpunkt dahinter. Denn gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass eure dedizierte Zielgruppe sowieso schon Podcast-Hörer sind. Die haben wahrscheinlich ihre Hörroutine, indem sie morgens auf dem Weg zur Arbeit hören oder auf dem Rückweg von der Arbeit, beim Sport, beim Kochen, beim Putzen oder einfach morgens, so wie ich das mache, mit meiner Tasse Tee, mich in meinen Sessel ins Arbeitszimmer schmeiße und entweder meine Newsletter konsumiere und mir dadurch angucke, was auf der Welt los ist, und dann auch Podcasts, die ich mir anhöre, wenn die gerade an dem Tag wieder rausgekommen sind. So, das heißt, ich habe für mich als Person, und das gilt bei jedem, wenn ihr euch mal so selber analysiert, werdet ihr das auch feststellen, zum einen ein Verhalten, was den Medienkonsum anbetrifft, also zu welcher Tageszeit und an welchen Tagen konsumieren wir welche Medien, und wir haben ein gewisses Zeitkontingent, in dem wir Medien halt auch konsumieren. Bedeutet, ein loyaler Podcast-Hörer wird vielleicht 1 bis x Shows, nicht vielleicht, sondern wird 1 bis x Shows konsumieren pro Woche. Das heißt, er hat ein gewisses Budget für seine Zeit dafür reserviert. Jetzt ist die Frage, wenn wir von Loyalität sprechen, wie kriege ich es also hin, dass entweder dieses Zeitbudget, dieses Kontingent des Hörens verlängert wird, also dass unser Podcast auch noch dort platziert werden kann. Oder, und das ist eher wahrscheinlich, denn wenn wir natürlich den Medienkonsum oder die Zeit des Medienkonsums erweitern wollen bei unserem Hörer, bedeutet das, der muss irgendwo anders Abstriche machen. Das hinzubekommen, da muss die Show schon richtig, richtig stark einen Mehrwert bieten und ein Bedürfnis befriedigen, was euer Hörer in diesem Moment gerade hat. Das ist schon eine hehre Aufgabe an der Stelle. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ich das Zeitbudget von einem anderen Podcast verkürze, den ich sage jetzt mal aus der Liste der meiner Medien, die ich konsumiere, rausschmeiße oder ersetze an der Stelle. Ist keine schöne Idee, aber das passiert an der Stelle auch. Das passiert vor allen Dingen auch, und jetzt mache ich mal so einen kleinen Schwenker, wenn ihr nicht kontinuierlich podcastet. Ja, ich empfehle das meinen Kunden auch immer. Ich habe mich selber auch lange Zeit bei meinen Shows nicht dran gehalten, aber einfach, weil unsere Kunden Priorität haben und nicht unser Marketing an der Stelle. Es ist halt evident, wenn ich weiß nicht, der Stefan Müller bin und ich plane, montags höre ich mir diese 3 Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit nach Hause an. Ich habe dafür Zeit quasi eingeplant. Und dieser eine Podcast, den ich montags immer erwarte, ist nicht mehr da. Der sendet einfach gerade nicht mehr. Dann suche ich mir, weil ich diese Zeit dafür geblockt habe, das ist so eine unterbewusste Geschichte auch, suche ich mir Ersatz. Und wenn dieser Ersatz einmal drin ist in meiner Liste und ich mich an diese Person gewöhnt habe und dieses Thema gut finde, Loyalität wieder aufgebaut habe, und dann Podcast Nummer 1, der herausgeflogen ist aus der Liste, wieder so, hi, hier bin ich, hört sich, ja, komm wieder her, lieber Hörer, ist das nicht ganz so einfach. Das heißt, der andere muss eigentlich eher einen Fehler machen in seiner Show, damit ich diesen Platz wieder einnehmen kann. Das heißt, wir reden hier am Ende des Tages um die Schlacht, um die Aufmerksamkeit unserer Hörer und auch um deren Zeitbudget. Das heißt, es ist eigentlich ein Medienmanagement im Hintergrund, was da passiert, unterbewusst bei euren Hörern oder dementsprechend auch bewusst, wenn wir das halt auch irgendwie beeinflussen können. Und das sind alles Dinge, die ihr bitte in der Planung auch mit an der Stelle mit reinnehmt. Denn wenn ihr euch nicht überlegt, was konsumiert euer Hörer, wie lange ist er bereit, einen Podcast zu konsumieren, das werdet ihr bei der Loyalität eurer Hörer dementsprechend auch mitbekommen, dann könnt ihr natürlich auch ganz falsch liegen bei der Konzeption eurer Show. Dann wird es eher unwahrscheinlich sein, dass ihr entweder eine Show ersetzt oder dementsprechend in dieses Medienmanagement-Budget oder Zeitbudget, was dahinter steht, nochmal hinzugefügt werdet. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, beziehungsweise deswegen haben wir für uns eben auch gesagt, wir arbeiten nur mit Marken oder für Marken, weil dort natürlich auch eine Zielgruppe und eine Fanbase besteht. Da kann man solche Analysen dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene machen, als wenn ich jetzt gerade Startup-mäßig beispielsweise ganz neu in ein Geschäft, eine Nische eingestiegen bin. Dann ist es nicht so einfach einen Post rauszuschicken oder ein Newsletter rauszuschicken und meine Kunden oder meine Fanbase zu befragen, wie sieht denn euer Medienkonsum aus an der Stelle. Sondern dann muss ich wirklich, hands-on, Ärmel hochkrempeln und diese Fragen an potenzielle Menschen stellen, die meiner Zielgruppe entsprechen. Das ist dann eine ganz, ganz andere Arbeit und da müssen eben noch ein paar andere Stellschrauben gesetzt werden an der Stelle. Ich gucke mal eben kurz in die Feedbacks, ob noch was reingekommen ist. Rufen, ich habe es gesehen und reden wir ein anderes Mal nochmal drüber.
Von daher, ja, meine Lieben, das war es im Grunde genommen heute als Idee zum Thema, wie lange darf denn, oder Input zum Thema, wie lange darf denn eine Podcast-Episode sein oder sollte sie sein. Es gibt, um das nochmal abzuschließen, keine pauschale Antwort dazu. Es kommt drauf an, wer eure Zielgruppe ist, wie viel Zeit die haben und natürlich auch, wie viel Mehrwert bietet ihr. Ja, wenn ihr einen Laber-Podcast habt, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern das ist ja schon fast ein Genre, was wir haben, 3 Stunden eine Besprechung von einem Buch oder von einem Film, ist für mich ein Laber-Podcast. Da ist nicht wirklich Mehrwert dahinter, ja, sondern das ist eine andere Art von Entertainment. Wenn ich allerdings dementsprechend eine Zielgruppe habe, die sehr stark Mehrwert ausgerichtet ist, die sehr stark ihr Zeitmanagement im Blick haben muss, ja, und Corona ist gerade auch so eine Zeit, wo viele unserer Zielgruppen zu Hause sitzen, neben dem Job dann auch noch die Kinder und den Haushalt und alles andere gleichzeitig schmeißen müssen, plötzlich viel mehr Jobs eigentlich zu erledigen haben, als sie das vor ein paar Wochen noch machen mussten, ist dieses Thema noch viel relevanter. Von daher setzt euch bitte, bevor ihr irgendjemand beauftragt, einen Podcast für euch zu machen oder selber einen Podcast zu machen, mit diesen Fragen auseinander und nehmt nicht die Tipps, die andere sagen, ja, so Pi mal Daumen, 10 bis 15 Minuten ist super. Ja, Apple analysiert das auch in der Regel, aber das ist nicht die pauschalste und nicht die richtigste Antwort für jeden von euch. Denn es kann auch sein, dass eine Stunde, gucken wir uns Tim Ferriss an, das ist ein schönes Beispiel aus Amerika, der mit seinem Podcast im Jahr, ich glaube, mittlerweile ein paar Millionen umsetzt, alleine durch seine Werbebudgets. Keine Folge ist hier unter 1,5 Stunden lang. Und die werden gehört und die werden sehr, sehr gut angenommen, weil sie eben eine gewisse Zielgruppe ansprechen und einen sehr hohen Mehrwert schaffen. So, und über das Thema Mehrwert sprechen wir in einer anderen Folge. Das war es heute von mir. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag um 18:30 Uhr wieder hier sehen. Ansonsten findet ihr mich ja auf dem Branding und Kundengewinn mit Podcast über dieses Thema nochmal, wenn ihr dazu Fragen habt. Ansonsten hören und sehen wir uns auf dieser Welle nächste Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, ich weiß, Wetter wird nicht so großartig sein, aber dafür kann man zu Hause ja ganz viele tolle Sachen machen. Sind wir ja schon dran gewöhnt. In dem Sinne, bleibt gesund, meine Lieben, und bis ganz bald. Eure Kam. Ciao.